Viele scheinbar nicht zusammenhängende Beschwerden und Symptome können einen gemeinsamen Auslöser haben. Die Fehlausrichtung eines Wirbelsäulensegments, insbesondere des ersten Halswirbels, dem Atlas. Wenn Sie sich dieses Video ansehen, werden Sie vielleicht etwas entdecken, was Ihnen keiner je erzählt hat. Es mag Ihnen absurd erscheinen, aber die Schulmedizin verbindet keine Beschwerden mit der Verlagerung eines Wirbels, obwohl Beweise zeigen, dass die negativen Auswirkungen vielfältig sein können. Betrachten wir die Anatomie des Halswirbels, um das Problem besser zu verstehen. Der Atlas ist der erste Wirbel der Halswirbelsäule, auf dem die Schädelbasis ruht. Der Atlas ermöglicht die Kopfbewegung nach vorne und hinten und erlaubt uns, zustimmend mit dem Kopf zu nicken. Wenn wir den Kopf zur Seite bewegen, dreht der Atlas auf dem zweiten Halswirbel, dem Axis, und ermöglicht es uns, ablehnend den Kopf zu schütteln. Der Atlas kann seine ideale Ausrichtung zum Schädel verlieren, indem er sich seitlich verschiebt oder sich um seine eigene Achse dreht. Diese Fehlstellung kann viele Ursachen haben. Das klassische Schleudertrauma infolge eines Autounfalls. Ein Sturz als Kind, der unbemerkt geblieben ist. Die Folge eines Traumas bei der Arbeit oder beim Sport. Selbst eine schwierige Entbindung kann zu Verdrehungen führen, die den Atlas von Geburt an falsch ausrichten können. Sobald die richtige Ausrichtung verloren geht, werden die Muskeln des Hinterhaupts in dieser Position strukturiert. Da die Bänder, die den Atlas mit dem Schädel verbinden, extrem fest sind, bleiben die Wirbel dauerhaft falsch ausgerichtet. Dieser Zustand kann eine Reihe von Störungen auslösen, die immer schwerwiegender und schmerzhafter werden. Die Ursache ist oft nicht bekannt und die häufigste Lösung besteht darin, nur die Symptome zu lindern. Aber lassen Sie uns das Problem genauer betrachten. Unmittelbar neben wie auch innerhalb des Atlas verlaufen mehrere wichtige Venen und Arterien, die den Blutfluss zum Gehirn gewährleisten. Dazu gehört die Vertebralarterie, die seitlich an der Halswirbelsäule verläuft, dann durch die Öffnung des Atlas um ihn herum, bevor sie in der Rückseite des Schädels verschwindet. Die Rotation des Atlas kann zu einer übermäßigen Dehnung der Vertebralarterie führen. Direkt vor dem Atlas befindet sich eine weitere lebenswichtige Arterie, die innere Halsschlagader. Andererseits bewirkt die Verschiebung des Atlas nach vorne, dass die Halsschlagader zusammengedrückt wird, wodurch der Blutfluss zum Gehirn verlangsamt wird. Während es der Medizin noch nicht gelungen ist, viele Ursachen von Kopfschmerzen zu klären und zu heilen, berichten viele Menschen von einer Linderung oder dem Verschwinden des Problems nach der Atlantomet-Behandlung. Io ho visto il beneficio immediatamente. Non ho più avuto un attacco di aura. Per me è un sollievo enorme. Non so più che cos'è un mal di testa da 3 mesi e mezzo ed è una cosa che mi rende veramente felice. Io avevo mal di testa tutti i giorni, tutto il giorno, con più intensità. Adesso il mal di testa non lo vedo mai, a meno che non sto sveglia fino alle 3 del mattino, ma è normale. Un sogno, nel senso che io non ho mai avuto l'emicrania in questi 2 mesi e non so da quanto tempo non succedeva questa cosa. Ad oggi, successivamente aver fatto la vostra pratica, devo ricredermi perché io ho risolto completamente il mio problema. Sì. È circa 1 mese che non soffro più di queste crisi forti di emicrania, prima le avevo 2 o 3 volte a settimana. Ci credevo neanche io perché io mi alzavo quasi tutti i giorni col mal di testa. Invece adesso, in 3 mesi che adesso sono venuto a fare la visita di controllo, avrò preso 2 volte, 3 volte le pastiglie, quindi sto molto meglio. Una settimana dopo il trattamento ho cominciato a non avere più mal di testa. Hier sehen wir eine Ultraschalluntersuchung der Jugularvene, die am Hals eines 72-jährigen Patienten mit einer Atlasfehlstellung durchgeführt wird. In Gelb sehen wir das Volumen der Halsvene vor der Behandlung. Die Blutflussrate beträgt 44,9 cm pro Sekunde. Die gleiche Untersuchung wurde nach der Atlantomet-Behandlung wiederholt. Wieder in Gelb können wir sehen, wie sich der Gefäßdurchmesser merklich vergrößert hat. Der Blutfluss erreicht nun 81,5 cm pro Sekunde. Die Wiederherstellung der optimalen Durchblutung hat sicherlich einen positiven Einfluss auf die Funktion des Gehirns und des gesamten Organismus. L'emicrania è stata la cosa più bella perché è scomparsa da subito, all'istante. E avevo anche dei problemi alla vista,
cioè vedevo tipo delle macchie, vedevo male, non vedevo bene i colori, mi sembrava come se mi si fosse ristretto il campo visivo, delle cose strane da spiegare. Dopo aver fatto il trattamento, la prima cosa che è stata proprio istantanea è stato tirare sulla testa e vederci, cioè come aprire gli occhi, è stata una sensazione bellissima. Bei einer Wirbelfehlstellung wird die Durchblutung gestört. Aber auch das Nervensystem leidet unter den Folgen. Unmittelbar vor dem Atlas verläuft der Vagusnerv, einer der wichtigsten und weitverzweigtesten Nerven des vegetativen Nervensystems, der an vielen Regulationsvorgängen in unserem Körper beteiligt ist. Eine der Funktionen des Vagusnervs besteht darin, die Produktion von Magensäure zu stimulieren und die Bewegungen des Magens und des Darms während der Verdauungsphase zu regulieren. Ein Atlas, der auf den Vagusnerv drückt, kann chronische Magen-Darm-Beschwerden auslösen. Magenübersäuerung, Magenreflux, Übelkeit, Verstopfung oder chronischen Durchfall. Eine weitere wichtige Funktion dieses Nervs ist es, die Freisetzung von Galle aus der Gallenblase zu stimulieren. Gallensaft wirkt bei den Verdauungsprozessen der Fettabsorption mit und ermöglicht die Beseitigung unerwünschter Produkte wie Cholesterin und toxischer Substanzen. Die Bauchspeicheldrüse, der Nachbar der Gallenblase, wird ebenfalls durch einen gereizten Vagusnerv negativ beeinflusst. Weitere vagale Störungen, die auftreten können, sind Schwindel, Gleichgewichtsstörungen und plötzliche Ohnmacht. Viele Menschen, die an vasovagaler Synkope leiden, berichten, dass sie das Problem mit der Atlaskorrektur gelöst haben. Da allora io non ho più avuto mal di testa, neanche svenimenti, non mi gira la testa. Nei tre mesi che sono passati dal trattamento a oggi che è il controllo, io direi che un buon 80% le vertigini sono migliorate, quindi secondo me un ottimo risultato. Sono uscita da qui che le vertigini non mi sono più venute. Non sono più svenuta, è vero, qualche giramento di testa sì, però non mi è più capitato niente. Der Vagusnerv beeinflusst auch die Regulierung der Herzfunktion und der Blutgefäßerweiterung. Wenn keine Herzerkrankungen vorliegen, kann die Kompression des Nervs die Ursache für einen unerklärlich beschleunigten Herzschlag oder einen zu niedrigen oder zu hohen Blutdruck sein. Eine Dysfunktion des Vagusnervs kann die Funktionsfähigkeit des gesamten Organismus beeinträchtigen. Auf der skeletalen Ebene überträgt ein falsch ausgerichteter Atlas das Kopfgewicht unausgewogen auf die Wirbelsäule. Die Kompensationen, die sich dann über den gesamten Bewegungsapparat erstrecken, nennt man funktionelle Skoliose, Schulterhochstand, Beckenschiefstand mit funktioneller Beinlängendifferenz und den 1000 Folgen, die durch eine falsche Körperhaltung entstehen können. Basierend auf veralteten Theorien hört der Patient oft, dass ein Bein kürzer als das andere sei. Dies gilt nur in weniger als 3% der Fälle, während es sich bei den restlichen 97% nur um ein funktionelles Ungleichgewicht handelt. Sie können es in dieser Animation sehr gut sehen. Es ist nicht das Bein, das kürzer ist, sondern einfach die Hüfte, die sich aufgrund des Ungleichgewichts einiger Muskelketten nach vorne dreht. Wenn Sie sich noch nie ein Bein gebrochen haben, ist es unwahrscheinlich, dass Ihre Knochen unterschiedlich lang sind. Ein jahrelanges Leben mit einem Skelett in einem permanenten Ungleichgewicht führt zur Degeneration der Gelenke und Bandscheiben und übt auch eine übermäßige Belastung bestimmter Muskelketten aus, die durch entsprechende Verhärtung einen konstanten Druck auf die umgebenden Nerven und Blutgefäße ausüben. Manchmal können Nackenschmerzen, Schulter- oder Rückenschmerzen, rezidivierende Ischiasbeschwerden oder Knieschmerzen das Resultat einer Atlasfehlstellung sein, ohne dass wir uns das vorstellen können. Aber in der Regel wird nach anderen Ursachen gesucht. Ho visto tra l'altro poc'anzi delle foto che mi ritraevano prima del trattamento e oggi dopo 3 mesi ed è incredibile perché ho ripreso un asse da sola. Il bacino è ritornato assolutamente in maniera, ovviamente per il mio fisico è ritornato in asse e anche la postura in generale è molto migliorata.
Hier sind einige Bilder, wie sich die Körperhaltung allein durch die Korrektur des Atlas verbessern kann. Nach der Atlantomet-Behandlung ist eine gewisse Zeit erforderlich, damit sich der Körper an die neue Halswirbelsäulenausrichtung anpassen kann und die Kompensationen beseitigt, die er als Reaktion auf die Atlasfehlstellung vorgenommen hat. Es ist nicht möglich vorherzusagen, welche Beschwerden letztendlich behoben werden und welche Zeit dafür erforderlich ist. Um Klarheit zu schaffen, sollten Sie wissen, dass der Auslöser Ihrer Beschwerden nicht zwingend der Atlas sein muss. Die Gewissheit erlangen Sie leider nur durch die Behandlung. Eine Methode, die nicht Symptome behandelt, sondern ursächlich wirkt, zeigt ihre Grenzen erst durch die Anwendung. Nachdem Sie diese Bilder gesehen haben, welche anderen Verfahren kennen Sie, die mit einer einzigen Behandlung in der Lage sind, Haltungsänderungen dieser Größenordnung zu erzeugen? Atlantomet ist eine in der Schweiz entwickelte, sichere und effektive Methode, die es ermöglicht, die Ausrichtung der Halswirbel nachhaltig zu korrigieren. Wir gehen völlig anders vor als alle bekannten Methoden. So können wir die Anzahl der Ergebnisse auf ein bisher unerreichtes Niveau bringen, vor allem wenn man bedenkt, dass nur 2 Sitzungen benötigt werden. Die Atlantomet-Behandlung begünstigt die optimale Funktion des Organismus und ist daher ein sehr wichtiges Präventionsinstrument, das so schnell wie möglich angewendet werden sollte, da diese Fehlstellung in der Regel von Geburt an vorliegt. Nachdem Sie die Auswirkungen eines falsch ausgerichteten Atlas verstanden haben, werden Sie zustimmen, wie wichtig es ist, ebenfalls Ihre Kinder zu überprüfen. Im Rahmen der 2. Sitzung der Eltern bieten wir in den Atlantomet-Zentren die Möglichkeit, ein Kind bis zum Alter von 8 Jahren kostenlos zu korrigieren. Zunächst füllen Sie ein Formular mit Ihren persönlichen Daten aus und führen eine Selbsteinschätzung Ihrer Symptome und Beschwerden sowie Ihres allgemeinen Gesundheitszustandes durch, um Kontraindikationen für die Behandlung auszuschließen. Nach einer kurzen Erklärung, wie die Behandlung durchgeführt wird, folgt eine Demonstration an einem anatomischen Modell. Für ein gutes Verständnis über die anatomischen Auswirkungen einer Atlasfehlstellung. Der Atlantomet-Therapeut führt dann eine erste manuelle Untersuchung der Halswirbelsäule durch, um die Notwendigkeit der Behandlung zu überprüfen. Sollte keine Atlasfehlstellung vorliegen, wird die Korrektur nicht durchgeführt und es entstehen für Sie keine Kosten. Wir fahren mit einer sorgfältigen Haltungsanalyse fort, mit Hilfe des von uns entwickelten Spineline-Messsystems, um die vorhandenen Haltungsschäden festzustellen und zu dokumentieren. Die Person wird auf einer drehbaren Plattform im Stehen fotografiert. Von hinten, von der Seite und schließlich von vorne. Die Fotos werden nach der Behandlung und während der 2. Sitzung wiederholt, um die Haltungsveränderungen zu überprüfen. In der ersten Phase führen wir eine intensive, entspannende Massage an der gesamten Wirbelsäulenmuskulatur durch. Dieselbe Massage wird in der 2. Sitzung noch gezielter wiederholt, wobei auf die kritischsten Bereiche eingegangen wird. Dabei werden die muskulären Kompensationen aufgelöst, die Ihr Körper jetzt nicht mehr benötigt. In der 2. Phase fokussieren wir die Behandlung auf die tiefe, kurze Halsmuskulatur. Wenn diese ausreichend entspannt ist, wiederholen wir die manuelle Halswirbelsäulenuntersuchung für eine genaue Beurteilung. Wenn die genaue Fehlstellung ermittelt ist, fahren wir mit der Korrekturbehandlung fort, die von einer sitzenden Position aus durchgeführt wird. Die Atlantomet-Technik arbeitet mit vibromechanischem Druck, der das Prinzip von Resonanz und Modulation nutzt, anstatt auf einen einzelnen, abrupten Impuls zurückzugreifen, wie es bei osteopathischen oder chiropraktischen Manipulationen vorkommt. Gezielte und stufenweise Perkussionen von ausreichender Dauer und Intensität ermöglichen die Mobilisierung des Wirbels und helfen ihm, sich nach und nach gefahrlos in seine neutrale Position zu zentrieren. Bei Bedarf wird die gleiche Behandlung auch auf den 2. Wirbel erweitert.
Nachdem der Atlas wieder zentriert ist, beginnt der Körper einen Prozess der Selbstregulation und Regeneration. Auf unserer Website finden Sie neben vielen nützlichen Informationen auch eine Studie mit den verschiedenen Wirksamkeitsraten für einzelne Beschwerden. Auf diese Weise können Sie beurteilen, ob es für Sie angezeigt ist, diese innovative Behandlung anzuwenden, um Ihr Wohlbefinden zu verbessern. Im Internet finden sich Tausende von positiven Erfahrungsberichten, wie auch Video-Interviews von Menschen, die sich einer Atlantomed-Behandlung unterzogen haben. Wie bereits erwähnt, eine Atlas-Fehlstellung wird in der Schulmedizin nicht als mögliche Ursache der Beschwerden in Betracht gezogen und wird daher nicht in diese Richtung untersucht. Oft ist der Patient gezwungen, jahrelang mit starken Schmerzen und Beruhigungsmitteln zu leben, ohne den Ursprung des Problems nachvollziehen zu können. Die Verschreibung von Psychopharmaka nimmt dabei immer mehr zu, wenn Beschwerden irrtümlich als psychosomatisch diagnostiziert werden. Hinweis: Die Begriffe Atlaswirbel, Atlaskorrektur, Atlastherapie werden zunehmend von anderen Therapeuten missbraucht, um für Behandlungen zu werben, die nichts mit einer echten und dokumentierbaren Atlaskorrektur zu tun haben. Die Vibroresonanz-Atlaskorrektur ist völlig neues Wissen und weit entfernt von der Vorgehensweise von Ärzten, Orthopäden, Osteopathen und Chiropraktikern. Nach vielen Untersuchungen und Therapien könnte man leicht zum Schluss kommen, dass man bereits alles versucht hat. Machen Sie nicht den Fehler, Atlantomed mit anderen Behandlungen gleichzusetzen, die Sie in der Vergangenheit ausprobiert haben, ohne die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Eine traditionelle Halswirbelmanipulation dauert nur eine Zehntelsekunde und wird mit den Händen durchgeführt. Eine Atlantomed-Behandlung umfasst 2 Sitzungen von 75 Minuten und erfordert eine spezielle Ausrüstung. Nur in den auf unserer Website aufgeführten Atlantomed-Praxen finden Sie Atlas-Korrekturspezialisten, die über die patentierten Atlantovib-Geräte mit Vibroresonanz und präziser Haltungsmessung mit dem Spineline-Lasersystem verfügen. Nur so können Sie von den bestmöglichen Ergebnissen für Ihren besonderen Fall profitieren. Jetzt haben Sie eine konkrete Möglichkeit, die Abwärtsspirale Ihrer Gesundheit umzukehren. Worauf warten Sie? Lassen Sie Ihren Atlas testen. Wenn Sie mehr über das Funktionsprinzip der Behandlungsausrüstung erfahren möchten, folgen Sie den untenstehenden Links. Die Korrektur des Atlas ist keine medizinische Behandlung. Sie ersetzt nicht die Untersuchung durch einen Arzt zum Ausschluss von Krankheiten.